Ich komme sofort. Unterwegs mit ist powered by itteam.at und Löhlein Classics. Hey Jörg. Oh, Grüß dich. Hi, servus, Hi. grüß Alles dich. klar? Ich denke schon, dass du ein bisschen... Da ist ja Ja. Komfort hier. Ja, genau. Wie geht's? Wie heißt das? Schlechte Leute geht's immer gut. Ja. Blendend. Zuerst mal für die wenigen Leute, die dich nicht kennen, und da kann ich mir vorstellen, Leute, die nicht aus dem Motorsport sind, sagen, Jörg Bergmeister, wo habe ich den Namen mal gehört? Es gibt einige Höhepunkte in deiner Karriere als Rennfahrer. Du warst Langstrecke-Rennfahrer. Genau. Und dann bist du Test- und Entwicklungsfahrer für Porsche geworden. Das ist natürlich auch nicht nix. Und viele Leute kennen deinen Namen als Rekordhalter auf dem Nürburgring für Porsche. Sage ich das richtig? Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Einige werden vielleicht auch noch meinen Vater kennen. Ja. Motorsport ist bei uns Familientradition. Genau. Mein Opa ist schon Motorradrennen in der Nachkriegszeit gefahren. Ja. Dann musste mein Vater auf 4 Räder wechseln, weil er mit 2 Rädern nicht das Okay von der Mutter bekommen hat. Auch, ja, das passiert weil es öfter, zu gell? gefährlich war. Ja, und mein Bruder und ich haben dann zu Weihnachten, als mein Bruder noch 3 und ich noch 2 war, das erste Go-Kart geschenkt bekommen. Und mittlerweile ist mein Neffe die 4. Generation bei uns in der Familie. Das ist ja Motorsport. Ja, schon cool. So, das war von Kindsbein an, war das Motorsport. Hat deine Schule darunter gelitten übrigens? Kein Kommentar. Nee, ja, also mein Vater hat dann ab und zu es auch versucht, über die Schiene, wenn die Noten nicht passen, dann gehen wir nicht auf die Kartbahn. Da war mein Bruder und mir aber eigentlich immer direkt klar, der Vater geht genauso gerne auf die Kartbahn. Ja. Also das hat zum Glück nicht ganz so gut gezogen. Aber Ich weiß noch, es bei hat mir- noch alles geklappt. Mit dem Moped. Meine Mama war so gegen Mopeds, das ging gar nicht. Aber irgendwie hat mein Vater es dann doch durchgedrückt. Mit 16 Okay. habe ich, damals in Holland war ich mit 16, hat man ein Moped bekommen. Aber der war mir zu langsam. Ja. Und mein Vater war es okay. Und meine Mutter, die dürfte das nicht wissen. Aber Dummkopf wie ich bin, wir hatten so ein Sommerhaus und dann bin ich im Sommer zum Sommerhaus gefahren, das war 30 Kilometer weg von Rotterdam, und dann habe ich meine Eltern auf der Bundesstraße überholt. Und ich sehe noch meine Mama. Ich so, oh. Und ja, wie schnell ist das Ding? So, ich dürfte es nicht mehr fahren, bevor es zurück. Okay. Ich glaube, in jeder Familie ist so etwas. Ja, ähnliche Geschichte bei meinem Vater. Er hat seiner Mutter erzählt, er wird zum Kölner Zoo fahren, war aber auf dem Nürburgring mit dem Motorrad. Ja, genau. Kam auch nicht so gut an. Du, wie hat es dann angefangen bei dir, das richtige Autorennen? Du bist auf Go-Kart, das war Genau, noch ich die bin- alte Schule damals. Genau, Kart gefahren, früher halt angefangen, Go-Kart fahren. Dann, ja, im Kart nicht so super erfolgreich gewesen, weil ich relativ groß und schwer Ja. war. Ja. Gerade international wird es dann halt irgendwie doch schwer. Und Siege mit der Jugend, weil Genau. der Unterschied. Und dann mit 16 bin ich in die Formel König eingestiegen. Ja. Da mit 17 dann Meister geworden. War da, Die Formel König war Genau. interessant, gell? ja, also Alternative wäre die Formel Ford gewesen als Einstieg. Ja. Und mein Vater hat halt immer von Anfang an Wert drauf gelegt, dass wir beide auch wissen, was technisch funktioniert. Und an der Ja, Formel ja. König hatte man verstellbare Flügel, verstellbare Dämpfer. Man konnte die Übersetzung ändern. Also man hatte schon relativ viel technische Freiheit. Also ein super Auto, um zu lernen. Und dann? Ja, dann Formel König, dann bin ich ein paar Rennen Formel Renault gefahren, aber leider alles Low Budget. Dann Formel Opel, da im ersten Jahr Vizemeister geworden, 95, und dann 96 war dann das erste Mal eine komplette Saison im Elfer. Deine Bekanntheit hast du bekommen als GT-Fahrer. Ja, das war dann noch deutlich später. Also gerade. Aber warum hört es auf mit Formelfahren? War das budgetmäßig? Ja, und die Größe halt. Ja, echt? Ja, ich bin wie gesagt Formel Opel gefahren. Der nächste Schritt wäre dann Formel 3000 gewesen, was jetzt Formel 2 entspricht. Bei einer Sitzprobe habe ich dann dummerweise festgestellt, dass ich nicht ins Auto passe. Ja. Von daher war dann der Weg im GT vorbezeichnet. Bin 94, hat mich mein Vater schon mal für ein einzelnes Rennen in ein Cup-Auto gesetzt, also Ja. 964 Cup. Einfach mal um zu gucken.
Es hat auch Die waren wirklich- cool, gell? Ja, die waren a handful, um Ja. es mal so zu sagen. Ja. Also die waren War das nicht die erste Cup Series damals? auf 11er-Basis, ja, genau. Ja. 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 Und wie ging das? Ich bin das ganze Rennwochenende auf genau einem Satz Reifen gefahren, einfach um zu lernen. Ich war Ja, 18, da war jetzt nicht der Anspruch, da direkt aufs Podium zu fahren. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall wirklich was gelernt und hat Spaß gemacht. Und dann 96 im Carrera Cup, das waren schon im 993. Also dann wurde es ernsthaft. Da wurde es dann richtig ernsthaft. Wie war dein Papa als Lehrer? Er war dein Papa, dein Freund und dein Lehrer. Ja, mein Vater hat da, glaube ich, eine sehr gute Balance gefunden. Nicht zu viel Druck zu machen, aber auch den nötigen Nachdruck zu verleihen, wenn es drauf ankam. Was hast du von ihm charakteristisch gesehen als Rennfahrer? Also wenn man meine Mama fragt, die sagt immer, du bist so wie dein Vater. Ja. Ich glaube auf jeden Fall, gerade weil er halt so viel Wert drauf gelegt hat, das Technikverständnis und die Entwicklungsarbeit, das hat mir während der aktiven Zeit als Rennfahrer schon immer extrem viel Spaß gemacht. Ja. Und jetzt im neuen Kannst Job macht es mir auch Spaß. Kannst du für den Zuschauer, der eigentlich nicht so viel von Motorsport weiß, Ja. kannst du erklären, warum es als Rennfahrer auch wichtig ist, viel von der Technik zu verstehen? Ich glaube, da kommt drauf an, wen du fragst. Heutzutage ist es, glaube ich, vielen Ingenieuren auch recht, wenn der Fahrer relativ wenig weiß und er einfach seine Daten interpretieren kann, die er auf dem Computer hat. Ja. Ja, aber zum das ist dann für den Ingenieur logischerweise auch einfacher, als einen Fahrer dabei zu haben, der auch ganz gerne beim Setup mal ein Wort mitredet. Ja. Aber ich bin noch so aufgewachsen. Damals war es normal, dass der Fahrer Feedback geben muss und nicht nur Feedback, sondern auch wirklich in der Entwicklung involviert war. Ja. Deswegen ist für mich normal auch mit den Ingenieuren auch Ideen vorzubringen, auch mal Fragen zu stellen, die vielleicht nicht immer angenehm sind. Aber alles mit dem Hintergedanken, um es besser zu machen. Hast du Glück gehabt mit deinen Ingenieuren? Die haben das auch verstanden? Ja, doch. Also es ist ja immer eine Gemeinschaft. Man hat ja eigentlich immer das gleiche Ziel, man will Rennen gewinnen oder jetzt heutzutage die Autos einfach besser machen. Dann gibt es da eigentlich nie Stress. Klar, wenn man aus dem Auto raus eine Entscheidung vom Ingenieur hinterfragt oder so, was Strategie angeht, dann vielleicht auch mal was dann anderes macht, dann kommt das nicht immer gut an, aber wenn das Ergebnis dann hinten raus das Richtige ist, es muss halt für alle passen. Es ist, wie gesagt, immer eine Gemeinschaft mit den Ingenieuren und auch den Mechanikern. Und entscheidend ist dann irgendwann auch, da ist ein Beispiel, als ich in Amerika für Flying Lizard, das war damals das werksunterstützte Team, als ich da hingekommen bin, habe ich halt in verschiedenen Bereichen relativ viel Druck gemacht, weil ich eine genaue Vorstellung hatte, wie Sachen sein müssen, um erfolgreich zu werden. Und das kannten sie halt nicht so. Und anfangs mochte mich das Team, jetzt mal gelinde gesagt, nicht wirklich. Ja. Aber als dann der Erfolg kam... Ja, da kommt einer, der denkt, Genau. der weiß besser. Ja, was aber... Es ist ja nur dem geschuldet, dass ich weiß oder damals schon ganz gut wusste, was es bedarf, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja. Nicht, weil ich unbedingt ein Klugscheißer sein möchte. Und da warst du auch noch Deutscher? Ja, gut, das kommt nochmal dazu. Die nervigen Deutschen. Auf jeden Fall und alle Fälle nach einer Zeit, als der Erfolg sich dann eingestellt hat, gerade der Nummer 1 Mechaniker, den ich am Auto hatte, der hätte wirklich alles für mich gemacht. Egal. Wirklich? Der hätte blind, wenn ich gesagt hätte, du musst die Räder aufs Dach schrauben, der hätte es gemacht. Ja. Wenn ich gesagt hätte, das ist, wie wir Erfolg haben. Also das ist dann schon cool, wenn du merkst, okay, es entwickelt sich ein Vertrauen und das ist ja extrem wichtig, ob es in der Formel 1 oder im kleinsten Rennen ist. Die Beziehung zwischen gerade Fahrer und Ingenieur ist extrem viel Vertrauenssache. Weißt du, was mir bei dir auch immer auffällt? Du bist so eine offene und auch lustige Kerl. Aber ich weiß auch, ich habe einiges gesehen in 2009, dass du auch knallhart sein kannst. Und ich erinnere mich noch an ein Rennen mit einem gewissen Herr Jan Magnussen. Wo du eigentlich einer der frechsten, oder er auch übrigens, Rennfahrer, die ich jemals gesehen habe. Aber das wird jetzt ist noch ein Hit in YouTube. Ja, das Rennen, GT2,
2009. Laguna Seca, ja genau. Ja, das waren besondere Umstände. Wir mussten, ich glaube, 80% nur des Rennens zu Ende fahren, um die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann kam halt von hinten die Corvette. Die waren zu dem Zeitpunkt schon schneller als wir. Ja. Es ging in die Nacht rein, das Rennen, und unser Reifen ist so ein bisschen aus dem Temperaturfenster gefallen. Das heißt, ich hatte nicht mehr ganz den Grip, den ich vorher hatte. Und die Corvette hatte halt brutal viel Dampf. So, aber da es nur noch um den Rennsieg ging, konnte man halt dementsprechend auch ein bisschen robuster zur Sache gehen. Ja, Und ja. es ging bestimmt, ich weiß gar nicht, insgesamt bahnte sich das so über 40 Minuten an. Ja. Wir sind uns, ich weiß nicht wie oft, ins Auto gefahren, aber beide gleich. Und dein gleich Popo viel. ist noch nie so viel von links nach rechts geschoben. Das auf jeden Fall, genau. Also mein Auto wurde dann auch sehr breit. Ja, es endete dann leider nicht ganz so schön. Der Jan hat mir dann in der letzten Runde, in der letzten Kurve dann noch ordentlich einen mitgegeben, sodass ich nicht mehr ordentlich auf Start und Ziel rausbeschleunigen konnte. Ist dadurch neben mich gekommen. Ja. Ich habe ihn dann so ein bisschen Richtung Boxenmauer gedrückt, so ein bisschen. Aber zu dem Zeitpunkt, weil das Ding halt so viel Leistung hatte und an mir vorbei beschleunigt ist, Ja. und wir immer noch gegeneinander gedrückt haben, fing er an, sich einzudrehen vor mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das will ich jetzt auch nicht, ich will mir das ganze Auto kaputt machen. Hab dann gebremst und dadurch hat der Jan halt nochmal so einen Impuls bekommen und ist wirklich komplett frontal in die Boxenmauer oder gegenüberliegende Seite der Boxenmauer eingeschlagen. Übrigens, Jan ist der Vater von Kevin Magnussen. Genau, also beide keine Der war- Kinder von Traurigkeit. Nee, genau. Und er war Jungvater, weil Ja, das stimmt, ja. das ist mit 18 oder 19, denke ich schon. Oder Ja. 20. Auf jeden Fall und alle Fälle. Das Lustige an der Geschichte war, wir haben gewonnen, Ja. und Jan ist 1,5 Sekunden nach mir mit einem komplett zerstörten Auto über die Start- und Ziellinie gerutscht. Aber es war hart. Racing, Knallhart sehr von beide, hartes von Race, beide. genau. Ja, Hätte ja. er mir im letzten Eck keine gegeben, wäre es nicht dazu gekommen. Also was war Hätte auch zuerst da? umgekehrt sein können. Das Ei oder die Henne, ne? Also Ja. he started it, I finished it. Würde es jetzt noch möglich sein, so ein Rennen zu fahren? Ja, heute leider nicht mehr, würde Nicht ich mehr. sagen. Nee, also zu der Zeit, als ich noch Intensivrennen gefahren bin, galt eigentlich so das ungeschriebene Gesetz, wenn man es außen probiert, hat man ein Problem, weil Ja, ja. das ist einfach Physik, dass man da die schlechteren Karten hat. Ja. Heutzutage, ja, mit Leaf Racing Room, ich finde es ein bisschen schade, weil das gehört für mich dazu, dass man sich auch berührt und ein bisschen, wie heißt es in Amerika, Rubbing is Racing. Ja. Nur einzige ist, weil ich bin älter als du, Ja. ich denke immer, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Generation kommen, dass wir sagen, früher war alles besser. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Nein, Motorsport heutzutage. Du bist auch nicht so, das nein, weiß ich. überhaupt nicht. Aber pass auf, jetzt möchte ich mal gerne wieder ein bisschen mehr über... Oh, der ist zu groß für uns, gell? Ja, den Kampf verlieren wir, das steht fest. Ja. Siehst du, dass Holländer auch anständig sein können? Ja, unglaublich. Hast du gut gemacht. Aber du wurdest Test- und Entwicklungsfahrer für Porsche. Genau. Zuerst mal, lustige Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Test- und einem Entwicklungsfahrer? Das ist im Endeffekt das Gleiche, oder? Okay, weil es ist Test- und Entwicklungsfahrer. Ja, mir ist relativ egal. Entwicklungsfahrer passt eigentlich. Aber erzähl genau Oder Testfahrer. über deine Arbeit. Ja, ich bin ja dazu auch noch Markenbotschafter. Ja. Also aktuell ist es aufs Jahr gesehen so knapp 50% wirklich, dass ich im Auto bin, mit Ingenieuren zusammenarbeite, wirklich. So, Dabei Markenbotschafter bist du nicht, weil du dann jeden Tag einen schönen Porsche fahren kannst. Das auch. Das ist Ich hab da einer eins der gesehen. großen Vorteile, ja. Der ist schön, ja. schöner Aber GTS aktuell, ja. erzähl mal ein bisschen inhaltlich. Also die Entwicklungsarbeit, mittlerweile bin ich dann auch schon in der Konzeptphase involviert. Das heißt, wenn neue Ideen entstehen, kann ich auch schon vorab sagen, was ich ganz gerne an Neuerungen im Auto hätte, Ideen mit einbringen. Also man kann wirklich, uiuiui, den hätten wir auch verloren. Ne? Ja, genau. Neue Das ist Ideen ein Abenteuer hier. neue Ideen einbringen und das macht extrem viel Spaß. Muss ich Kannst du wirklich eine Sache benennen, was sagst du, hey, damit habe ich daran gearbeitet und da hat jeder, der jetzt ein Porsche kauft, da einen Vorteil.
Ja, also logischerweise wird es jetzt für die Zukunft mehr werden, aber zum Beispiel beim GT3 RS habe ich eine Funktion in der Entwicklung, als wir viel auf der Nordschleife waren, habe ich gesagt, okay, ich hätte ganz gern noch die Möglichkeit, wir haben ja eine aktive Aerodynamik in dem Auto, die über Querbeschleunigung funktioniert. Und ich habe gesagt, ich würde ganz gerne für gewisse Sektionen, die man fast Vollgas durchfährt, schon mit maximalem Downforce einlenken können. Ja, ja. Das heißt, da wir leider keine Knöpfe mehr am Lenkrad frei hatten, habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir eine Funktion übers Bremspedal. Das heißt, solange man Vollgas gibt und nur ganz leicht, also 5 Bar reichen da schon, das Bremspedal antippt, geht das Auto schon auf High Downforce. Also das ist so eine Kleinigkeit. Also in der Zukunft kommen dann noch die ein oder anderen Sachen, Ideen in die Autos. Aber das ist doch ein toller Job. Ja, total. Das hat mir auch schon, wie gesagt, in der Rennautoentwicklung immer extrem viel Spaß gemacht. Wie alt bist du? 49. 49. So, dann kommst du jetzt auch in einem Alter. Ich habe das auf ein total anderes Level wie du gehabt. Ich darf sagen, ich war Rennfahrer, aber das kann man natürlich nicht vergleichen mit dir. Aber du kommst so langsam in ein Alter, dass du sagst, ja, in der modernen Rennerei habe ich nicht mehr so viel zu suchen, weil du einfach älter bist und dann so einen Karrierefortschritt machen. Ja, also ich habe mir immer vorgenommen, mit einem aktiven Motorsport aufzuhören, wenn ich sagen kann, ich war noch schnell genug. Ja, ja. Ist das jetzt noch übrigens? Oder kommt so die Zeit jetzt langsam? Ja, man merkt es logischerweise schon. Ich glaube, auf der Nordschleife kann man noch relativ viel kompensieren über Erfahrung. Ja. Und da habe ich jetzt in den letzten Jahren auch für mich gemerkt, gerade mit den, in Anführungszeichen, Straßenautos, beziehungsweise den Straßenreifen, auch wenn es mittlerweile vom Grip-Level fast ein Slick ist. Ja, ja. Da habe ich schon sehr viel gelernt. Beim Slick war es immer so, je härter man fährt, desto mehr Load man in den Reifen bringt, desto mehr Performance findet man. Ja. Und mit einem Straßenauto muss man ein bisschen weicher fahren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr nachdenken. Aber da, glaube ich, bin ich immer noch auf einem so guten Level, dass nicht mal eben jemand einsteigt und schneller fährt. Und solange das der Fall ist, mache ich es auch noch. Ja, genau. Naja, aber ich habe zum Beispiel, ich habe selbst bemerkt, dass ich in der Zeit, dass ich noch 24 Stunden Rennen fuhr, dann sind wir immer ein paar Sekunden langsamer gefahren, weil wir müssen ankommen. Ja. Und dann habe ich, ein paar Jahre habe ich schon aufgehört und dann habe ich dann gesagt, ja, vielleicht kann ich mit 24 Stunden fahren noch mit. Und da sagt jemand, Martin, du weißt nicht mehr, über was du redest, weil diese Zeit ist auch vorbei. Da werden jetzt auch voll gefahren. 24-Stunden-Rennen sind genauso Sprintrennen wie ein Halbstundenrennen. Klar, was den Kontakt angeht, ist man ein bisschen vorsichtiger, aber was Pushen des Autos angeht. Ja, weil wir dürften, die Zeit hast du auch noch erlebt, dass man nicht pushen dürfte? Ja, vielleicht nicht ganz so extrem, aber in den Zeiten, als man noch eine Haarschaltung hatte, klar, da musste man Rücksicht aufs Getriebe nehmen. Aber jetzt die letzten Male, dass ich Le Mans gefahren bin mit dem RSR. Wann war der letzte Mal? Letzte Mal war 2019. Ja, siehst du, das ist schon 9 Jahre Unterschied mit mir. Ja. Und in diesen 9 Jahren, denke ich, ist viel passiert an der Technik. Ja. Also da musste man wirklich 0 Rücksicht aufs Material nehmen. Von der ersten bis zur letzten Runde über jeden Curb. Ja. Und das ist brutal in den Autos. Also, Aber das macht dir immer noch Spaß. Ja, klar. Und das ist das Schöne. Wenn ich gefragt werde, ob ich den Motorsport vermisse, sage ich immer aktuell nicht, weil ich immer noch viel schnell fahren darf. Also ich fahre regelmäßig auf Rennstrecken teilweise auch noch mit Rennautos, da ab und an auch noch in der Entwicklung involviert. Den GT3R Rennsport durfte ich relativ viel mitmachen. Machst du eures, wir gehen mal zurück, weil die Sendung ist 24 Minuten und ich glaube, wir sind schon fast da und dann so. Machst du was mit Coaching von jungen Leuten? Aktuell sehr wenig. Meinem Neffen probiere ich logischerweise zu helfen. Ja. Das ist schwer eine genug. Rolle, die wirklich passend finde. Wo ich relativ häufig mit dabei bin, ist die Rennsport Academy von Porsche, wo Kunden quasi ihre Rennlizenz machen. Ja. Das ist eine komplette Woche. Das ist immer wieder cool zu sehen. Die Leute kommen das erste Mal in einem Cup-Auto sitzen, dann wirklich vom Skidpad
die ersten Sitzungen auf der Rennstrecke machen und nachher ein Rennen fahren. Das ist echt mega Programm und da probiere ich halt meine Erfahrungen dann auch weiterzugeben. Ja, fühlst du dann auch zum Beispiel einen gewissen Stolz, wenn du siehst zum Beispiel, Ja, klar. Eine junge Person kommt da und du weißt, ey, ich habe ihm da oder sie Ja, es ist weitergeholfen? extrem schön zu sehen, die Fortschritte, wenn man mit den Leuten redet, Ja. die kleinen auf Details hinweist und sie es dann auch umsetzen können. Dann macht es logischerweise nicht nur dem Fahrer Spaß, sondern auch mir. Aber die sind Weil's wahrscheinlich einfach schon cool so weit, weil ich sage immer, Leute, die anfangen mit Autorennen, die haben an 4-5 Tipps genug. Sorg zuerst mal, dass du das schaffst. Keep it simple. Ja, keep it simple. Und dann kommen sie in die nächste Stufe, wo man schon mehr Tricks braucht, um Klar. dann, weil am Anfang geht es mit Leute, die Zuschauer sagen, ich will mal mit 40, 50 Rennfahren lernen. Ja, das geht ganz gut. Und dann sind die Schritte mit 10 bis 12, 13, 14 Sekunden und dann wird es immer kleiner, Genau. knapper. Und dann kommt man bei dir im Bereich. Je mehr muss man dann an den Details arbeiten. Das sind dann wirklich dann die Nuancen, die dann ein Zehntel ausmachen können und das kann dann entscheidend sein. Ne? Was magst du irgendwie nicht am Motorsport? Oder welche Art von Motorsport? Dass du sagst, das ist nicht mein Ding? Was ich ehrlicherweise in der aktuellen Situation relativ schwer finde, sind zwei Sachen. Das ist einmal Driver Rating. Für mich gibt es Profis und Amateure. Und als Profi verdient man sein Geld im oder um den Motorsport herum. Also ich würde es ganz so einfach halten, dass man da übers Driver Rating Unterschiede macht und Fahrern dann, die zum Teil auch wirklich sehr viel Talent hat, die Karriere verbaut. Das finde ich einfach traurig. Ja. Und das andere Thema ist Balance of Performance. Wie du ja mitgekriegt hast, Engineering und die Entwicklung, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, es gibt ein Reglement und derjenige, der das beste Auto baut, soll dann auch die Rennen gewinnen. Ja, ja. Das ist zumindest mein Ansatz. Ich bin mal Klassen gefahren auch. Zum Beispiel, wo man sagt, okay, die Autos müssen, die müssen alle, was haben wir, die E30 Cup, mussten alle 195 PS, glaube ich, haben. Und Da ist das auch okay. Carrera Cup, Super Cup bin ich ja auch gefahren. Genau. Super Serien. Aber jetzt der GT3-Bereich, das über BOP, alles, der Sozialismus des Motorsports quasi. Aber das ist eigentlich aus deiner Sicht auch logisch, weil du siehst... Ich will halt Erfolg haben. Ja, genau. Du siehst deine Arbeit Ja. eigentlich als... eigentlich, wenn man das nicht will, dann denkt man ja, deine Arbeit ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber genau das, was du bedenkst oder was ihr bedenkt, was ihr macht, das macht dann der Unterschied. Ja, also das ist halt die Arbeit mit den Ingenieuren, gute Ingenieure, die ein Auto designen. Ich finde, die sollten auch den Vorteil haben. haben. Lustig, dass man auch die andere Seite kennenlernt. Von jemand, der sagt, ja, du warst erfolgreich als Rennfahrer, aber die Entwicklung, das ist auch, weil ich weiß nicht, ob viele Leute sich da finden können, weil es wird bei der Formel 1 zum Beispiel, der schnellste Auto, es geht gar nicht um den Fahrer. Aber es ist die Kombination. Genau, natürlich. es ist die Kombination. Weil man sieht es jetzt bei Max. Also, ja, genau. Ein Fahrer muss da auch damit umgehen können. So ist es. Ja, genau. da bin ich völlig da bei dir. Haben wir noch was vergessen? Möchtest du noch was? Wo War kann man auf was jeden Fall finden? sehr unterhaltsam. Hast du eine eigene Webseite? Webseite nicht. Aber bei Porsche kann man über dich genau. finden. Und, genau. Das war nett. Wir sehen uns Dito. bald wieder. Vielen Dank. Danke dir. Und Dito. ich hoffe eines Tages, dass ich mit dir auf die Strecke darf. Ja, das hoffe ich doch auch. Das Dann- sollten wir bestimmt hinkriegen. Okay. Machen wir. Das war's für heute mit Jörg Bergmeister. Ciao, ciao. Dankeschön. Mach's gut. Du auch. Ciao, ciao. Ciao. Was für ein toller Mensch. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Und wenn man so eine Karriere hat und so bescheiden, so nett, aber trotzdem auch wieder so fröhlich. Nette Person, aber wie Sie mittlerweile wissen, ich will eigentlich nur nette Personen bei mir im Auto haben. Ciao, ciao. Unterwegs mit ist powered by itteam.at und Leulein Classics.